Moin Leute, willkommen im Buhlerland. Ich sitze hier gerade mit meinem Roborock S7 Max V und den habe ich jetzt seit über 3 Monaten im Einsatz und ich habe den hier parallel zu anderen Saugrobotern rumfahren lassen und es wird mal so Zeit so für das abschließende Fazit, ob das Ding mich wirklich überzeugt hat, ob das wirklich der beste Saugroboter auf dem Markt ist oder ob es da doch Probleme gibt, die euch vielleicht von einem Kauf abhalten würden. An der Stelle gleich den Hinweis, ich habe das Ding primär als Saugroboter genutzt. Das Ding kann natürlich auch wischen, tut es auch ganz gut, aber ich werde jetzt nicht großartig auf die Wischfunktion eingehen, weil ich die jetzt im Alltag jetzt in den letzten 3 Monaten jetzt bis auf 2 Mal nicht wirklich getestet habe. Ansonsten auch noch als Zusatzinformation: das ist der Roborock S7 Max V, also der mit der Kamera hier vorne dran. Der kostet, also ich habe den in der Plus-Variante mit der Absaugstation, da kostet der aktuell 899 €. Das Ding alleine kostet, glaube ich, nur 699 oder sowas. Und wenn ihr quasi den S7 Plus, also den S7 ohne Max V mit Saugstation haben wollt, dann kostet der 699. Also es sind rund 200 €, die ihr Aufpreis für diese Kamera und AI-Erkennung bezahlt. Es gibt da oben drüber noch die 7 Pro und 7 Max V Ultras. Das sind die mit der dicken Absaugstation, wo auch der Wischer sauber gemacht wird. Das Ding habe ich jetzt nicht getestet und dazu kann ich jetzt auch nichts sagen. Fangen wir vielleicht mal mit dem wichtigsten Thema an, was mir jedenfalls wichtig ist beim Saugroboter. Und das ist, dass der es schafft, eigenständig durch die Wohnung zu fahren und auch wieder heil an seiner Ladestation anzukommen. Da gibt es ja viele Hersteller, die daran schon scheitern, sobald ihr eine etwas kompliziertere Wohnung haben. Und wie gesagt, ich habe ja bei mir primär die Bots im Einsatz gehabt von Ecovacs und ich habe oben sind es rund 60 Quadratmeter, die ich saugen lasse und das ist quasi so das Szenario für alle. Und dann gibt es noch die Todeshöhle von meiner Tochter, da lasse ich mittlerweile keinen Saugroboter mehr ran. So viel Spoiler vorab, da scheitert auch der S7 Max V. Aber wie gesagt, das ist ungefähr so das gleiche Szenario, ist es jetzt nicht streng wissenschaftlich. Der S7 Max V von Roborock, der hat im Vergleich zu meinem T8 Ivy von Ecovacs und zu meinem N8 Pro von Ecovacs, hat der am längsten gebraucht für die vollen 60 Quadratmeter. Das waren so rund 65 Minuten, die anderen haben das so zwischen 45 und 50 Minuten geschafft. Der Vorteil war aber, er hat ein bisschen länger gebraucht, aber er hat es die meiste Zeit dann aber auch wieder zurückgeschafft. Also von den 3 Monaten und da, sagen wir mal 90 Tage und da ist der auch wirklich fast jeden Tag mindestens einmal gefahren, manchmal auch 2-mal. Hatte ich insgesamt 5 Tage, wo er mal um Hilfe geschrien hat. Bei einem von diesen 5 Tagen, da hat er es sogar noch zurück auf die Saugstation geschafft, während er quasi das Ladegerät hinter sich hergezogen hat. Aber das waren jetzt 5 Tage, sagen wir mal 5%, wo es bei mir Probleme gab. Mit dem Ecovacs T8 Ivy war es gefühlt das Doppelte. Also der hatte sehr viel mehr Probleme mit der Hinderniserkennung, gerade wenn es darum geht, Kabel und Co. und kleinere Gegenstände, also was man so in Kinderzimmern findet. Da hat der S7 Max V definitiv besser abgeschnitten als mein Ivy von Ecovacs. Hat aber wie gesagt zur Folge gehabt, dass der Saugvorgang einfach länger dauert. Was ebenfalls mir besonders gut bei dem gefallen hat, war das Thema Absaugstation. Eine Absaugstation haben mittlerweile ja viele Hersteller, aber der S7 hat den Vorteil, dass er quasi so einen Behälter benutzen kann und man diesen theoretisch auch ohne Beutel benutzen kann. Weil ich finde immer Absaugstation mit Beutel, wie bei meinem N8 Pro draußen, den ich habe, finde ich immer so, das verliert ein bisschen was. Aber man muss dann bestimmt nicht den Beutel wechseln oder man muss nachkaufen und so. Und so, wenn ihr damit zur Mülltonne geht und es direkt dort leert, dann funktioniert das wunderbar. Nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, das ist jetzt quasi so die Ausbeute von rund 2 Wochen. Bei uns sind gerade im Wohnzimmer primär Hundehaare das Thema und das hat eigentlich in den meisten Fällen auch die Absaugstation geschafft. Ich habe eine Situation gehabt, da war die Absaugstation, also da hatte sie nicht mehr abgesaugt. Ich habe da viel rumexperimentiert und sauber gemacht. Am Ende habe ich gemerkt, das war die Absaugstation selber, die verstopft war, also zum Teil verstopft war. Ich blende euch das einfach mal ein, weil das Ding hat es nämlich wirklich geschafft, selbst kleine Stifte von meiner Tochter einzusaugen und dann wurde das Ding entsprechend irgendwann mal verstopft. Und also da habe ich einiges rausgeholt. Spricht prinzipiell für die Saugkraft, aber wie gesagt, da war dann bei der Saugstation dann doch Feierabend.
ein Thema, wo ich gemerkt habe, dass der Roborock S7 ein bisschen Probleme hatte, war das Thema Hundehaare. Also falls ihr Haustiere habt, herhören, weil das kann ein Thema werden, weil gerade beim Reinigen des Saugroboters habe ich immer wieder gemerkt, dass er es manchmal nicht ganz geschafft hat. Und gerade wenn man zu viel angesammelt hat, dann passiert dann sowas hier. Ne? Ich meine, hier ist ja die Absaugvorrichtung quasi und dann kann man hier drin, holt man dann sowas raus. Und das ist anfangs kein Problem, das sammelt sich aber an und das hat dann natürlich zur Folge, dass die Saugkraft nachlässt und dann irgendwann auf einmal nichts mehr in die Saugstation reingeht. Sollte euch bewusst sein, ich habe das Problem aber jetzt erst nur jetzt in dem letzten Monat bekommen, weil irgendwie gefühlt die Haare von meinem Hund länger geworden sind wegen der kälteren Jahreszeit, vermute ich. Ja, das sollte euch bewusst sein, deswegen macht das Ding regelmäßig sauber, dann funktioniert es auch tadellos und ihr habt dann auch nicht so Probleme. Wo wir beim Thema Saugkraft sind, das Ding hat ja 5100 Pascal Saugkraft, das ist eigentlich so top, was momentan so die Saugroboter auf dem Markt haben. Man merkt es aber eigentlich nur, wenn das Ding über den Teppich fährt. Wenn ihr so im Normalmodus seid, hört ihr das eigentlich gar nicht. Über dem Teppich gibt er ja meistens nochmal Gas oder er kann ja Gas geben, wenn ihr auf dem Teppich sind und da merkt ihr das, dann wird es dann auch laut, aber so im Normalzustand merkt man da jetzt keinen Unterschied zu den 3000 Pascal zum Beispiel von meinen Ecovacs-Robotern, die ich hier teilweise hatte. Was ja das Besondere an dem MaxV ist ja diese Kamera- und KI-Funktion und die kann man ja auch prinzipiell für Videoüberwachung benutzen. Hier sind ja prinzipiell auch Mikrofone und Lautsprecher drin. Also wenn ich zum Beispiel mal unterwegs bin und die Kinder sind alleine zu Hause, dann kann ich das Ding mal anmachen und dann sehe ich gleich, ob die Kinder wieder auf der Couch sitzen und Fernsehen schauen. Das ist ganz nett. Ich würde das Ding nicht als Sicherheitsroboter sehen, aber er hat durchaus so gewisse Funktionalitäten. Wenn man mal im Urlaub ist, kann man halt damit auch mal einen Blick werfen und gucken, was da so los ist. Man kann das Ding auch theoretisch so mit irgendwelchen Überwachungsrouten oder sowas nutzen, aber ja, da habe ich jetzt nichts gemacht, habe ich auch nicht vor, das zu nutzen. Das Schöne an dieser Videoübertragung ist auch, dass sie relativ stabil ist und eigentlich recht sauber ist. Man kann das Ding ja dann fernsteuern und man sieht per Livestream quasi das Bild von der Kamera und das ist eigentlich eine ganz schöne Spielerei. Wie gesagt, ich sage Spielerei, eigentlich braucht man das nicht, aber hat mir bei der einen oder anderen Stelle schon mal geholfen, nachdem die eine oder andere Kamera mal angesprungen ist. Zum Thema Akkulaufzeit, da gibt ja Roborock eine Laufzeit von 180 Minuten an. Ist natürlich immer davon abhängig, was macht man damit und wo fährt man damit rum. Jetzt in meinem Szenario mit den 60 Quadratmetern, die ich oben habe, die hat er ja so in rund 65 Minuten immer geschafft. Also 60 bis 65 Minuten. Und da ist der Akku dann meistens so bei 60 bis 65% gewesen. Also diese 180 Minuten, die Roborock hier angibt, ich glaube, wenn ihr ein größeres Anwesen habt oder 100 Quadratmeter, dann sollte er das auch in einem Zug schaffen, ohne dass er zwischendurch mal aufladen muss. Eine Besonderheit bei Roborock, die jetzt nicht speziell mit dem Saugroboter zu tun hat, die ich aber trotzdem immer sehr wichtig finde, ist die App als solche. Und ich habe ja ein extra Video gemacht, das blende ich euch mal ein, wo ich mal ein bisschen die Funktionalitäten gezeigt habe. Deshalb gehe ich da jetzt auch nicht zu sehr im Detail drauf ein. Aber von den ganzen Saugroboter-Apps, die ich bisher hatte, muss ich sagen, da gefällt mir die Roborock-App deswegen am besten, weil sie einfach relativ performant ist und in meinen Augen relativ wenig Bugs hatte. Also sie hat immer das gemacht, was sie sollte und meine Lieblingsfunktion ist ja prinzipiell, dass man die Karte manuell zurücksetzen kann. Wo ich bei Ecovacs immer wahnsinnig geworden wurde, habe ich jetzt den Vorteil, wenn ich sehe, dass die Kamera irgendwie schräg ist, dann kann ich einfach meine gespeicherte Kamera zurücksetzen und alles funktioniert wieder, ohne dass das Ding rumfahren muss. Falls ich das Ding gerade ausgepackt habe, hat es aber trotzdem den Vorteil, dass es ja diese Quick-Mapping-Funktion hat. Da fährt das Ding halt einmal durch die Wohnung und kartografiert die ganze Karte. Und das hat den Vorteil, das geht dann relativ schnell, weil er dann nicht saugen muss und es ist auch relativ leise, weil er fährt dann halt nur und saugt nicht. Und ist auf jeden Fall auch ein nettes Feature, wundert mich, warum das andere Hersteller noch nicht so wirklich eingeführt haben. Eine weitere Sache, die ganz interessant ist, das Ding hat ja hier vorne auch so ein paar LEDs und das hat den Vorteil, wenn man mal in irgendwelche dunklen Bereiche ist oder unter der Couch, dann kann das Ding halt Licht anmachen und sorgt dafür, dass dann auch mal unter der Couch Hindernisse besser erkannt werden, als nur mit dem reinen LiDAR-Scanner, der hier vorne ist. Und habe ich schon gemerkt, das bringt auf jeden Fall was, gerade bei so Kabelsalat unter der Couch oder in der Ecke oder so. Das waren so summa summarum mal so die positiven Sachen, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die mir nicht so ganz gefallen haben. Und
Ich meine, der Preis ist natürlich einer der höchsten Preise am Markt, da kann man jetzt drüber streiten, aber das ist wie, als würde ich einen Fiat mit einem Mercedes vergleichen. Hat dann halt doch gewisse Unterschiede, die man halt im Alltag bemerkt. Was mich persönlich beschwert, ist, dass das Ding, ihr seht es vielleicht hier, das verstaubt ganz schön, das ist ein ziemlicher Dreckmagnet. Ist mir jetzt durch diese matte Oberfläche noch extremer aufgefallen. Falls ihr einen weißen habt, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber das fällt auf jeden Fall auf. Das Thema Reinigen ist auch nochmal so ein Thema. Und hier seht ihr vielleicht diesen Wollknäuel hier. Und ihr könnt es vielleicht erkennen, es hat nur eine Bürste und diese Bürste ist mit einer Schraube festgemacht. Also ihr könnt nicht mal kurz das Ding einfach abmachen, sondern ihr müsst dann immer das mit der Schraube aufmachen. Das ist halt ein bisschen nervig. Ja? Und auch hier seht ihr wieder, ne, hier hat sich auch wieder fleißig was angesammelt. Also beim Reinigen muss man sich hier ein bisschen Zeit nehmen, aber dafür kann man das hier wenigstens hier auch alles schön, ihr seht es hier, aufmachen und den ganzen Schmoddern hier rausholen. Ja, das ist nicht bei jeder Rolle so einfach, aber ja, das muss euch einfach bewusst werden, aber das ist jetzt kein spezielles Problem von dem Roborock S7, sondern das haben prinzipiell alle Saugroboter. Ne, dass eben nicht alles im Saugbehälter landet, sondern halt auch mal um die Rolle herum und so weiter. Also das sollte euch bewusst sein, das Problem werdet ihr auch hier nicht los, auch wenn jetzt hier vielleicht eine bessere Rolle ist oder sowas. Also ihr seht, wie viel Schmoddern hier drin ist. So, jetzt habe ich gerade geschaut und das Ding kostet aktuell bei Amazon immer noch 899 €. Also es ist durchaus eine Stange Geld. Ich persönlich finde das Ding klasse. Ich benutze auch diese Videofunktion und sowas auch immer wieder mal. In meinen Augen braucht ihr das aber nicht zwangsläufig und ich glaube, ihr werdet mit dem S7 genauso viel Spaß haben wie mit dem S7 Max V. Das war auch schon bei dem Ecovacs-Saugroboter mit der Ivy- oder Nicht-Ivy-Funktion so. Wenn euch Geld ein bisschen knapper ist, dann spart die 200 € und holt euch den normalen S7. Ansonsten, falls ihr das Nonplusultra haben wollt, haut rein. Also mit dem S7 Max V werdet ihr keine Probleme haben. Es wird demnächst auch wieder eine neue Generation von Roborock rauskommen, aber das Ding wird erstmal vollkommen ausreichen. Und ja, ich bin damit eigentlich sehr zufrieden und ich plane eigentlich auch demnächst noch, mir einen zweiten Roborock zuzulegen für den Keller, damit ich hier endlich mal den letzten Ecovacs-Roboter loswerde und ja, komplett auf Roborock wechseln kann. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.